So we start now with the preparations for the compost. So, und jetzt starten wir mit den Kompostpräparaten. And so 6 preparations that act in the compost process. 6 Präparate, die im Kompost arbeiten. Then, when you bring the compost to the soil, they act on the substances in the soil and the processes around the substances. Und dann, wenn wir den Kompost zur Erde bringen, dann arbeiten die Prozesse in der Erde. So, each preparation has a connection with different elements. So, jedes Präparat hat eine andere Beziehung zu einem Element. And 4 of the 6 preparations are made with a plant and an animal part. 4 der Präparate werden gemacht mit einer Pflanze und mit einem tierischen Teil. And it means that we take parts from the plants and their physical body and their etheric body. Also das bedeutet, wir nehmen Teile der Pflanze vom physischen Teil und vom ätherischen Körperteil der Pflanze. Which we can also understand as a life body. Was wir auch als den lebendigen Körper verstehen können. And we take animal parts, which means a physical body. Und wir nehmen einen tierischen Teil, was den physikalischen Körper ist. An etheric body. Und den ätherischen Körper. And an astral body. Und dann noch den Astralkörper. Sensitivity, emotions. Die Emotionen und die Sensitivität. The plants will be harvested at some precise stages. Die Pflanzen sollen in ganz präzisen Stadien gesammelt werden. And we can just have a quick look here and then we will see plant by plant. But wir schauen hier geschwind und dann haben wir für jede Pflanze. You see different stages of the development of the plant. Hier seht ihr verschiedene Stadien der Entwicklung der Pflanze. Also der Löwenzahn, die Kamille und die Schafgarbe. And basically it's not detailed enough, but we want the beginning of the opening. Es ist hier jetzt nicht so detailliert genug, aber wir wollen es zu Beginn der Öffnung. Here I want this stage. Hier wollen wir diese Entwicklung. Beginning of the flower, and here between those two. Und hier wollen wir so zwischen den beiden Stadien sein. So the yarrow preparation. Das Schafgarbenpräparat. Yarrow is a plant that is a regenerative plant. Die Schafgarbe ist eine generative Pflanze. Regenerative Pflanze. In the past, it had a few names. It was called the soldier's plant. It was called the carpenter's plant. Früher wurde sie bezeichnet als die Tischlerpflanze. And it was called the plant for the cuts. Es war die Pflanze für die Schnitte. Because it's able to help the cicatrization, Weil the healing of the wounds. sie kann bei der Wundheilung helfen. In the use we can do of the plant for us. In der Verwendung tun das die Pflanzen für uns. And that we can also use for other plants. Und somit können wir es auch verwenden für andere Pflanzen. This plant has an incredible connection to the world around. Diese Pflanze hat eine unglaubliche Verbindung zu der Welt rundherum. It is making leaves and roots. Sie macht Pflanzen und Wurzeln, that have a lot of little surface in contact with the outside. Die ganz viel kleine Teile um Kontakt nach außen zu haben. You see that a bit here. Man sieht es hier an den Pflanzen. You have the leaf, but it's made of plenty of little things like that, and each of them have plenty of little things like that. So, also hier sieht man das Blatt und es hat ganz viele Dinge nach außen, also so gefedert. A lot of surface. Same in the roots.
Und das ist genauso in der Wurzel. It's like a lot of relationships to the environment, a lot of sensitivity to the environment. Das heißt, es ist eine ganz viel Beziehung und ganz viel Sensibilität zu der Umgebung. This plant comes very often on soils that have been hurt. Diese Pflanze kommt sehr oft bei Erden, also in der Erde vor, die verletzt ist. At my place, the best way to make sure you have yarrow, you take a digger and you move some soil. Bei ihm ist der beste Platz, wenn er einfach einen Bagger nimmt und die Erde auf die Seite räumt und dann sind sie dort. There is a relation in this regeneration aspect with the qualities that we can put as an image on Venus. Da ist eine Beziehung zu dem regenerativen Aspekt zu Venus. Zu der Venus? Yeah. Yeah. The gods represent in many cultures qualities. Die Götter repräsentierten in verschiedenen Kulturen. It's a kind of personification of many images. Ist quasi eine Identifizierung mit verschiedenen Bildern davon. Yeah. And Venus represents the eternal youth. Und die Venus repräsentiert die ewige Jugend. And an idea of fertility, an idea of renewal. Ist eine Idee von Fruchtbarkeit und von Erneuerung. And actually regeneration. Und natürlich wieder die Regeneration. Venus is not a very young girl, it's not an old woman. Die Venus ist kein junges Mädchen und auch keine alte Frau. Yeah. For each preparations we can see relations with some images like that. And we will have a connection with planets, gods. There's plenty of different ways to look at qualities or to express them. Bei der Präparierung kann man ganz viele verschiedene Beziehungen zu den Planeten und so erkennen und da sind auch ganz viele verschiedene Qualitäten darin enthalten. One more quality of the plant. Hot conditions. Noch eine Qualität der Pflanze ist heiße Bedingungen. It brings freshness. Es bringt Frische. When the plants cannot work, when the leaves cannot work because it's too dry, too hot. Wenn die Pflanzen nicht mehr arbeiten können, weil es einfach zu warm und zu trocken ist. A tea of the plant is able to Dann kann ein Tee von der Schafgabe beleben. to bring activity in that. Ja, Aktivitäten einbringen. It's also something that's helping working here clearly. Das hilft auch hier oben klar. Some people say it's like coffee without the problem of coffee. Es ist wie Kaffee, nur ohne die Probleme vom Kaffee. No coffee. And now we put this yarrow in a deer bladder. Und dann geben wir die Schafgabe in eine Hirschblase. And to have a little image of the animal, the qualities of the animal. So ein kleiner Eindruck, Bild von dem Tier. It's an animal that is also completely towards the outside. Es ist auch ein Tier, was komplett nach außen gerichtet ist. It's a quite big animal. Es ist ein sehr großes Tier. And if you compare it to a cow, Und wenn du es mit einer Kuh vergleichst, imagine a cow. stell dir die Kuh einmal vor. How is it related to its environment? Wie ist sie in Beziehung zur Umgebung? What's going on with the cow if you see the cow? Was passiert mit der Kuh, wenn du sie so draußen siehst? It's quiet, Sie ist ruhig, it's inside. sie ist in sich gekehrt. A lot of care is towards the inside and digestive processes. So in sich gekehrt, dass sie sich sehr auf die inneren Werte, auf die Verdauung besinnt. The whole animal is built around a big digestive system.
Das ganze Tier ist sehr groß, also die Verdauung ist, das Verdauungssystem ist einfach sehr groß gebaut. You always have another image when you run after the cow. Du bekommst ein ganz anderes Bild von der Kuh, wenn du hinter ihr herläufst. So we need to generalize a bit. Also das muss man mal beides realisieren. The deer is quite big, Der Hirsch ist ebenso groß, and the quality of it is completely different. aber die Qualität ist ganz anders. You don't have this image of quietness, of Er hat nicht dieses Bild der Ruhe. in many situations the cow, there can happen many things around. It's not too disturbing. Bei der Kuh kann rundum viel passieren, sie lässt sich nicht stören. The deer is in a completely different relationship with anything that is going around. Der Hirsch ist in einer ganz anderen Beziehung mit seiner Umgebung, wenn was passiert. Nervosity, Er ist sehr nervös, always ready to move, immer bereit, sich zu bewegen, to run. wegzulaufen. As a big animal like that, when you see it run, it's amazing how light it is. Wenn du so ein großes Tier siehst, was läuft, dann ist es amazing, ist erstaunlich. How light it is. Wie leicht es läuft. You have the feeling the feet don't touch the soil. Man hat das Gefühl, es berührt nicht einmal die Erde. You have an animal that is in full tension towards what's around. Hier hast du ein Tier, was immer sehr obacht ist, was rundherum passiert. A kind of quality we find in the yarrow. Finden wir diese Qualität auch in der Schafgabe. Schafgabe is a plant. Die Schafgabe ist eine Pflanze. The qualities cannot be the same. Die Qualitäten können nicht die gleichen sein. The deer is able to move, the yarrow it can't. Der Hirsch kann sich bewegen, die Schafgabe nicht. Steiner speaks about the Steiner spricht über das Geweih. and he says when in the cow the horn is something that closes the organism and sends back inside what comes from the inside. Steiner sagt, wenn bei der Kuh das Horn ist, sehr nah am Organismus, dann es sendet wieder nach innen zurück. With the deer, it is more like when there's too much inside, it can. Beim Hirsch ist so, wenn zu viel innen ist, dann kann es quasi nach außen ausweichen. In super, I don't know the name of it. Ja, ist like Überdruckventil. Zu viel, ja, zu viel zurück. It has an amazing capacity to build substance. Es hat eine enorme Kapazität, um Substanz zu bilden. This wood part, I don't know the name of it, wood, maybe, is built once a year. Antler. Antler. Dieses Geweih wird jährlich gebildet. And it's a huge amount of calcium that is taken to build that. Und da braucht man riesige Mengen an Kalzium, um das zu schaffen. The male makes that during the time the female is making the baby. Building the baby. Ja, das männliche Objekt, der Hirsch, verwendet es dafür und die Hirschkuh macht ein Junges, braucht es für das Junge. Yeah. Some studies show that we can't explain where it finds all the calcium because. Also es gibt Studien, die sagen, es ist nicht nachvollziehbar, woher das viele Kalzium kommt. Because there is not enough in what they eat. Weil es ist ja eigentlich nicht genug Kalzium in dem drinnen, was es ist. Now, this animal, I just tried to give you a few ideas of the capacity to this animal to relate in an extreme sensitive way to its environment. Ich gebe euch jetzt ein Bild davon, wie dieses Tier die Kapazität aus ihrer Umgebung schafft. And its capacity to generate substance. There's a kind of regeneration quality as well in this animal. Also woher sie die Kapazität nimmt, um diese Regeneration, um das aufzubauen. Now we take an organ from this animal and that is the bladder.
Jetzt nehmen wir ein Organ von diesem Tier und das ist die Blase. The right organ for regeneration would have been the les reins. Das eigentliche Organ der Leber für die Regeneration ist die Niere. Yeah, the kidney. Kidney, Niere. Ja. But you cannot put inside the kidney. Aber wir können ja nichts in die Niere hineingeben. You cannot make a container out of it. Wir können die Niere nicht als Container verwenden. The organ that is connected to that is the bladder. Und die Blase ist ja an die Niere angeschlossen, also mit der Niere verbunden. The kidney would have been the place for the regeneration of the organism, the continuous regeneration. Die Niere ist der eigentliche Platz für die kontinuierliche Regeneration. And so the bladder is used. Deswegen verwenden wir die Blase. Steiner takes, this is just a few points to try to understand what Steiner understands in a different way. Das sind nur ein paar Punkte, um zu verstehen, was Steiner in einer anderen Weise gesehen hat, verstanden hat. I take something from the world of plants and something from the world of animals. Wir nehmen was von der pflanzlichen Welt und von der Welt des Tieres. That have qualities of the same kind. Die haben ähnliche Qualitäten haben. But developed in completely different ways because in completely different worlds. Aber in ganz unterschiedlicher Weise erstellt sind, weil sie in ganz verschiedenen Welten leben. The principles that are active, I will make a transformation that reinforces the vegetal and the animal together. Und das Prinzip ist, dass ich diese Qualitäten, Aktivitäten quasi zusammenbringe. And it makes it stronger. Und dadurch wird es stärker. And richer because of different influences. Und natürlich auch reicher aufgrund der vielen unterschiedlichen Einflüsse. Then we put, there's always a phase of the preparation that is put into the soil. Dann gibt es immer eine Zeit, wo es im Boden ist. Dann haben wir einen Zeitpunkt, wo es im Boden verweilt. And it is like all realms contribute to the making of each preparation. Und das ist, was wir bei allen. All realms participate. Alle Teile partizipieren daran. Alle Ebenen machen das so. Apart from the plant, apart from the animals. Immer ein Teil der Pflanze, ein Teil der Tiere verbringen eine Zeit in der Erde, also And made by the human. und werden vom Menschen gemacht. So we take flowers that are not too old, not too young. Also jetzt nehmen wir Blüten, die nicht so jung sind und auch nicht so alt. We want the qualities that we find in the flower. Und wir wollen jetzt die Qualität, die wir in der Blüte finden. That means not in the stem, not in the leaves, not in the roots. Das heißt eben nicht im Stängel, auch nicht in den Blättern und auch nicht in den Wurzeln. So that is the kind of work we make to separate the stems and the flowers. Also hier sieht man die Art und Weise, wie wir hier die Blüten von den Stängeln trennen. So this work to separate the flowers and the stems is easier to do when the plant is fresh. Also die Separation von Blüte und Stängel ist einfacher, wenn die Pflanze frisch ist. We used to do that in winter because it's the time where you have time. Wir machen das im Winter, weil das ist einfach die Zeit, wo wir dafür Zeit haben. And in fact, it is much easier in spring, in the beginning of summer, actually, when you harvest it. Also im Sommer, wenn wir es ernten, ist es Viel einfacher. viel einfacher. Because the fresh stems break, we do that with the finger like that. Weil einfach bei der frischen Pflanze man die Blüte einfach mit dem Finger so wegschnipsen kann. That's how we do. So it's a bit of a precise work, but it's nice work. Das ist eine sehr präzise Arbeit, aber eine nette Arbeit. And you see, I tried not to have that. Das will ich nicht. Zu viel Stein. Too much
Zu viel Stängel. So this is something like this is something like half an hour work. Oh, das ist die Menge von einer halben Stunde Arbeit. It is a very, it's something like you make 10 or 15 grams per hour. So, ja, dann machst du 10 bis 15 Gramm pro Stunde. But I think it's important in the process that we use exactly the right part. Aber ich glaube, es ist für den Prozess sehr wichtig, dass wir exakt den richtigen Teil verwenden. And also we will transform this plant. So I want it in a state where it can transform. Und wir wollen es ja auch transformieren und deswegen will ich auch haben, dass es in einem Stadium ist, wo ich es auch transformieren kann. If I take an old plant, Wenn ich eine alte Pflanze nehme, when it's not that far from going to the seed, wenn sie sehr nahe ist zum Samenstadium, do I still have the capacity of transformation? dann ist die Frage, dann habe ich die Kapazität von der Transformation. That's why I take it not too old. Das ist der Grund, warum ich sie nicht so alt haben will. At my place in the middle of France, we harvest that in July. Bei mir zu Hause in der Mitte von Frankreich, wir ernten das Mitte Juli. In July, from the beginning. Also einfach im Juli. So we get the flowers ready, we dry them, Dann haben wir die Blüten fertig, dann tun wir sie trocknen. and then we store them until the next spring when we will use them and put them in the bladder. Und dann wir es aufbewahren, bis wir es halt wieder brauchen. So first the drying of the plants is always a natural drying, Also es wird immer natürlich luftgetrocknet, just air and shade. nur Schatten und Luft. And then the storage can be in a paper bag Und dann kannst du es in einen Papiersackerl aufheben or in a glass jar. oder in einem großen Glas. If you put it in a glass jar, Wenn du es in ein Glas gibst, dann be careful if there's a bit of humidity, pass auf, falls es noch ein bisschen feucht ist, it's all weil gone dann quite ist gleich fast. wieder erledigt. And with that you're not allowed to lose it. Und das ist hier nicht erlaubt. I put that in glass jars with a lid out of cork. Er gibt es in ein Glas mit einem Korkdeckel drauf. So there's a little breathing. Da hast du ein bisschen Luftzirkulation. Now the bladders. I want it from adult male wild deers. Also die Blase wollen wir von einem erwachsenen Hirschen. To make sure it's a male. Sei sicher, dass es ein männliches Tier war. Okay, that's what I want on the bladders. Also hier sieht man das, was man bei der Blase dabei haben will. To make sure it's a male. Damit sicher ist, dass es ein Mann war. This part here on it, because there's only males who have that. I don't want a young animal, because I want an animal that has an experience of life. Wir wollen kein junges Tier, weil wir wollen ja ein Tier, was Erfahrung im Leben hat. Like the cow is developing the digestive system with the So wie die age. Kuh mit dem Alter die Verdauung entwickelt. I want an animal that has the qualities of the animal that I want. I want them to be deeply in the body. Also ich möchte ein Tier, was auch die Qualitäten von dem Tier hat, was ich will, was so richtig tief im Körper ist, in seinem Geist. And I don't want it from animals that are grown on a farm. Und ich will es auch nicht von Tieren, die auf einer Farm aufgewachsen sind. Because I think they don't have the conditions to develop fully their wildness. Weil ich glaube, die haben nicht die Bedingungen dafür, dass sie die wilde Entwicklung und die Entwicklung der Wildnis mit aufnehmen. And that means the sensibility and the nervosity Und that das I want in the meint animal. die Sensibilität und die Nervosität von diesem Tier. So, the bladders arrive dry. Die Blasen bekommen wir trocken. I get them from hunters. Ich kriege sie von Jägern. And the
important point is when they harvest that. When they go for the year harvest. Der wichtige Punkt ist, wenn wir sie bekommen, They must, when it is fresh, they must cut the bladder out wenn sie frisch sind, müssen sie die Blase rausschneiden and blow it. und sie müssen sie natürlich aufblasen. And then we dry it. Und If you dann don't do that, trocknen wir sie. it's very difficult to make it big afterwards. Wenn du das nicht machst, dann ist es nachher sehr schwierig, sie groß zu bekommen. A bladder is very strong, very solid Ja, stuff. die Blase ist sehr stark, sie hat eine sehr kräftige Konsistenz hat. Das Gewebe ist sehr stark. But so, it must be blown at the beginning and then dry. Also es muss unbedingt zuerst aufgeblasen werden und dann getrocknet. Before we use it, we put it in half warm water, Bevor wir es verwenden, geben wir es wieder in lauwarmes Wasser, lukewarm water, and until it's supple and we can use it. bis es so feucht ist, dass wir es verwenden können. There is the door, and to fill the plant in the bladder, we will use little copper. Und things. damit wir die Pflanze in die Blase bekommen, verwenden wir diese kleinen Kupfertrichter. Of course, many people do that with plastic. Es gibt welche, die machen es mit Plastik. But you all know what I think of plastic. Aber ihr wisst, was ich von Plastik halte. So, copper, it's very easy to make something with that. You make a little bit like that, and you see here how it is. Also, das ist sehr einfach zu machen. Man nimmt einfach so ein Kupferröhrl und dort oben einfach den Raum umschlagen. Dumm, dumm, dumm. And then you just go with your finger, you push it in, Und dann drückt man es einfach mit dem Daumen immer schön rein. and we will use the same for the chamomile. Und wir verwenden auch das gleiche für die Kamille. The plant itself is watered, is put in the right state of humidity with a tea made of the leaves of the plant, fresh leaves. Die Pflanze wird gewässert mit einem Tee von den Blättern dieser Pflanze. Und wichtig ist, dass wir das richtige Stadium an Feuchtigkeit erlangen. And this preparation is made between Easter and Pentecost. Pfingsten. Okay, dieses Präparat machen wir zwischen Ostern und Pfingsten. The bladders are well filled. Die Blasen sollen sehr gut gefüllt sein. It should be wet enough. The flowers should be wet enough when you fill the Also bladders. die Blüten sollen wirklich nass genug sein beim Füllen. And can you touch that and get an idea of how it is? Könnt ihr das angreifen und eine Idee davon bekommen, wie es sich anfühlt? It should not be that hard, Es soll nicht so hart klingen. but it should be firm, Es soll formbar sein. Fest, aber nicht hart. aber fest. Aber fest. We hang that and we protect it from the birds. Wir hängen das auf und schützen das so von den Vögeln. We hang that in the sun for the whole summertime. Wir hängen das in die Sonne für die ganze Sommerzeit. And then we will, at Michaelmas, when we bury the other preparations, we take that down and we bury it as well. Und dann um Michaeli, wenn wir die anderen Präparate eingraben, nehmen wir das dazu und graben es auch ein. And we do something special. Wir machen hier etwas Besonderes. Since a few years, we do that. We put the preparation, before we bury them, we dive them in water. Seit ein paar Jahren machen wir das so, wir nehmen sie runter und bevor wir sie eingraben, tauchen wir sie noch in Wasser ein. Is it clear water? Or no tea? Clear water. Just water. Okay. Nur in Wasser. Nicht in Tee. If I want the plant, okay, it has dried in summer, hanging up here. Weil es trocknet, wenn es im Sommer herumhängt. And if I want the plant to transform then in the soil, Und wenn ich dann die Pflanze transformieren möchte in der Erde, I need to have a right level of humidity. Otherwise, what you get out
in spring is white and not evoluted. Dann brauche ich wieder die richtige Feuchtigkeit, damit ich das umsetzen kann, und weil sonst grabe ich es dann wieder weiß aus. And not transformed. Und natürlich dann auch nicht umgesetzt. So, then we put the bladders in very little cooked clay pots. Dann geben wir die Blasen in sehr kurz gebrannte Töpfe. And then we fill that with old and gesiebt compost. Dann füllen wir das in alte und dann füllen wir das mit einem alten Kompost, der auch gesiebt wird. We put the pots in the soil and Dann geben wir die Töpfe in die Erde. Wir haben den lid on the pots. yeah. Wir haben einen Deckel auf den Töpfen. You see here we fill the space in the pots with this fine compost. Ihr seht hier, wir füllen den Freiraum in den Töpfen mit dem feinen Kompost. Every year there's some people who ring me and say, oh, we lost all this preparation. Or this Jedes Jahr rufen mich Leute an und sagen, hey, wir haben das Präparat verloren. Can you send us some? Bitte schick mir eines. And what would happen if I did the same? Was passiert, wenn ich dasselbe mache? That would be a big problem. Dann haben wir ein großes Problem. I don't allow myself to meet this situation. Ich erlaube mir das selber nicht, diese Situation. And that's why I put the preparations in pots. Deswegen gebe ich die Präparate in die Töpfe rein. It avoids the problems with little animals Um einfach die Probleme mit den kleinen Tierchen zu vermeiden or any kind of problem that can bring to the loss of the preparation. oder sämtliche andere Probleme, die zum Verlieren der Präparate führen können. We had a few. One more question, please. Yeah, I just finished with that. We had a few discussions with some people who said, yeah, but how much do you cut the relation from the preparation to the soil around? Also wir haben Diskussionen mit manchen Menschen, die sagen, man verhindert oder unterbricht die Beziehung von den Präparaten zur Umgebung. And that's why we came to something that is quite thin, not very cooked, and with holes. Das ist der Grund, warum wir jetzt zu den Töpfen gekommen sind, die nicht stark gebrannt sind und die Löcher drinnen haben. I don't think the holes change anything Ich glaube zwar nicht, dass die Löcher etwas ändern, to what is active under the surface of the soil. was die Aktivität unter der Erde betrifft, But it's useless to fight on everything. aber man muss ja nicht immer um alles kämpfen. So if the holes on the pots allow to have the peace on some things, let's make it. So, if die Löcher erlauben es den Tieren something, dann machen wir das so. Here again, when it's buried, I want good soil around Hier and wieder a good. Deepness. Ja. Also hier wieder, wenn wir die Präparate eingraben, dann wollen wir gute Erde rundherum und auch wieder die Tiefe. And this seems evident, but it's important. Das schaut zwar irgendwie unnötig aus, aber es ist sehr wichtig, There is sometimes people who don't find it again. weil es gibt immer wieder Menschen, die es nicht mehr wiederfinden. When we take the preparation out, Wenn wir das Präparat rausnehmen, we take all the animal envelope away, wir geben die ganze Tierhülle rundherum weg and then we have our preparation. und dann haben wir unser Präparat. Okay, and that's how the preparation looks when it's taken out, when it's put in the cellar. So schaut das Präparat aus, wenn wir es rausnehmen und in den Keller geben. And that's why I like to have a bit of time for the preparation to finish the evolution in the cellar. Und das ist auch, warum das Präparat Zeit braucht, um die Umsetzung im Keller dann noch weiterzuführen. You see that? With the nettle this morning it was making like a paste, and now it does not make a paste. Die Brennnessel war schon so ähnlich wie eine Paste. Diesen Zustand haben wir hier noch nicht. I don't have the colloidal state yet.
Wir haben jetzt noch nicht den kolloidalen Zustand, With the yarrow it takes a bit more time. weil die Schafgabe braucht ein bisschen mehr Zeit. People who visit the place, usually I like to show that how year after year the evolution is going to a colloid. Also Leute, die zu ihm am Hof kommen, denen zeigt er ja ganz gerne die Entwicklung von der Schafgabe von einem Jahr, welche Umsetzung während den Jahren noch passiert. So for the yarrow I like to wait a year. Also für die Schafgabe wartet er gerne ein Jahr. But it depends. If you keep it moist enough, the evolution is much faster. Wenn ich die Schafgabe feucht genug halte, dann ist die Umsetzung schneller. And the problem with yarrow preparation is that it dries very fast. Ja, das Problem bei der Schafgabe ist generell, dass sie sehr schnell trocknet. So you need to be there quite often. Das heißt, du musst es sehr oft befeuchten. At the beginning, when I take the preparation out, I put it in the cellar and I bring enough water to have the state I want. Also wenn ich es rausnehme, dann gebe ich es in den Keller runter und dann gebe ich so viel Wasser dazu, bis ich den Zustand erreicht habe, den ich mir vorstelle. And then you need to keep that all the time. Und dann musst du schauen, dass du den Zustand erhältst die ganze Zeit. You will see a little difference. At the beginning, when the preps is not completely colloidal, there's more water at the bottom. Du siehst, wenn das Präparat noch nicht wirklich kolloidal ist, dann hast du immer am Boden einen feuchteren Teil. And as the evolution occurs, the water stays much more everywhere. Und wenn es einfach weiterentwickelt, die Umsetzung weiter wird, dann quasi teilt sich das Wasser auf das ganze Präparat aus. Okay, that's the drying of the yarrow. Wow, das ist die Trocknung von der Schafgabe. How many hours? Usually it's like 8 people, 3 weeks. Also 8 Leute arbeiten 3 Wochen lang an der Blütensammlung. We make 7 to 10 kilos every year. Sie machen jedes Jahr 7 bis 10 Kilo. Also das ist Holz und Baumwolle. Cotton. Wood and cotton. Das ist Baumwolle. Und, ja, aber so, dass auch Luft durch kann. Das nächste ist die Kamille. In the Camomile, this last part of the stem is very young. Bei der Kamille ist der letzte Teil vom Stängel sehr jung. So I think I might be allow myself to take this little 1.5 millimeter. Deswegen gönnt er sich selbst, dass er sich es erlaubt, diesen kleinen halben Millimeter dran zu lassen. Everything is dried, or if possible not dried. We'll see that. Vieles ist getrocknet oder nicht. But I don't want anything that has been frozen. Aber ich will nichts, was gefroren ist. I don't want anything that has been stored with essential oils. Und ich will auch nichts, was irgendwie gelagert ist mit Öl, mit ätherischen Ölen. I think the process of storage is something that we should be careful about. Und auch, ich finde, der Prozess der Lagerung ist sehr wichtig und da sollen wir sehr vorsichtig damit umgehen. I said I don't want frozen organs, but I don't even want them to be in the fridge. Wenn ich sage, ich will keine gefrorenen Organe, dann heißt das für mich, ich will sie nicht aus der Gefriertruhe. All the artificial cold, I don't want. Also jegliche unnatürliche Kälte will ich nicht. Nicht einmal den Kühlschrank. And so again, we put the intestines in water. Okay, here you see what I described. How we do and how we Hier release. sehen wir, was er beschrieben hat, wie wir es machen sollen. We use the intestine of a bovine. Wir verwenden den Dünndarm. Der Dünndarm vom Rind, ja? We grow chamomile and we harvest chamomile. Vorher hat man gesehen, wie sie die Kamille wächst und dann wie sie ernten. And it's a long work. Es ist eine lange Arbeit.
because we don't want the stems, so it's hours and hours of work. Weil wir wollen nicht den Stängel und es sind viele, viele Stunden Arbeit. So I need to be in the very first days of flowering. Also es muss in den ersten Tagen der Blüte geerntet werden. By the way, to make sure it's the right Kamille, Vergewissere dich, dass das die richtige Kamille ist. in this part here, this is hollow. Auf dem Mittelteil, der innere Teil ist hohl. That's the best way to make sure it's the right one. Das ist der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass es die richtige ist. Because sometimes, like here, we plant all that and it's all the good one. Und manchmal, wir pflanzen das hier und alles sind die richtigen. And when it grows, you see, this one has a little different look than the others. Und wenn sie dann wachsen, man schaut und dann, da ist eines, was anders ausschaut als die anderen. And sometimes there's a few in between that are not the good one. Und dann sind in manche einige darunter, die nicht so gut sind. Making sausages with the same little copper thing. Hier die Befüllung mit den gleichen Kupfertrichtern wie schon vorher gesehen. And the easy thing is that you can take your intestine and Ja, das einfach ist, wenn man einfach das mit dem Daumen, man setzt auf den Daumen auf und you drückt put es it durch. on the thing. Man gibt den ganzen Dünndarm auf das Kupferrohr drauf und dann füllt man durch. And then as you fill it with the flour, you push with your thumb. Und du füllst es mit den Blüten und du pushst es immer weiter und dann geht auch die And you Wurst weiter. release slowly. You hold it here, Genau. but you let it go when you need. Genau. Also das ist auf den Kupfertrichter drauf und du führst es an mit Druck und dann du lässt den Dünndarm immer nur so viel weiterlaufen, was du gerade einfüllst. We use dried flowers because we harvest that in May. Wir verwenden die trockenen Pflanzen, weil wir ernten im Mai. May, a bit June, and then we use that in the beginning of October. Und verwenden tun wir es erst im Oktober. Daher verwenden wir die trockenen Pflanzen. So we put water in. That was what I was going to say. The consistency. Also wir schauen uns jetzt an, welche Konsistenz wir haben wollen. Hier kommt nur Wasser drauf, kein Tee. I don't want it too packed, but it should not be loose. Also es soll nicht zu fest sein. And then the consistency of the sausages should be quite firm, but not hard. Ja, und hier einfach beim Füllen, es soll gut gefüllt sein, aber nicht extrem fest. Sausages, we make little nodes with cotton or hemp. Wir machen kleine Knoten entweder mit Hanf oder mit Baumwollschnüren. Again, be careful of what materials you use. Wieder seid vorsichtig, mit welchen Materialien ihr verwendet. And we put them in our little jars. Und dann geben wir das wieder in unsere Töpfe. And that's when we take them out. Und so schaut es dann aus, wenn wir es rausnehmen. Auch. And there's a long time of work to take away the Es ist wirklich eine lange Arbeit, um die ganze organische Hülle wegzunehmen. And that's what it can look like when we store it. Und so schaut das aus, wenn wir es dann lagern. And with this preparation you have very fast something like a colloid. Und mit diesem Präparat hast du sehr schnell einen kolloidalen Zustand. Except if you have stems. Außer ihr habt Stängel dabei. You got it? Calcium and nitrogen. Calcium und Stickstoff, das ist also das, was Steiner sagt, womit die Kamille verbunden ist. Regulates the processes of nitrogen. Sie reguliert die Prozesse mit Stickstoff. That is something strange. Yesterday we spoke, or the other day we spoke about the two different qualities of nitrogen. Gestern haben wir über zwei verschiedene Qualitäten von Stickstoff gesprochen. And Steiner speaks about the third quality of nitrogen. Und Steiner spricht auch über die dritte Qualität von Stickstoff. And that is again something we don't know what it is about. Und das ist schon wieder was, wo wir nicht genau wissen, was es ist. Don't worry, it's a question of time. With the time we discover and we understand many things that is said. Keine Sorge, es ist eine Frage der Zeit.
bis wir so manche Dinge verstehen werden. Because nettle is also a plant that has to do with nitrogen. Weil Brennnessel ist auch etwas, das mit Stickstoff zu tun hat. Connected to the activity of Mars. Stark mit der Mars-Aktivität verbunden. The war, the god of the war. Der Kriegsgott. Something that, a kind of quality that you find in the plant. Das ist eine Qualität, die du in der Pflanze findest. That you don't get too close without noticing it. Dass du nicht zu nahe kommst, ohne es zu merken. This is too early for harvest. Das ist zu früh, um zu ernten. That's the flowers, and that's good. And that's seeds, and that's too late. Das sind die Blüten und das ist okay. Und das sind die Samen und es ist zu spät. Steiner says that for nettle, we can take also the flowers, all the plant when it's blooming, except the roots. Steiner sagt, wir können von der Brennnessel alles nehmen, bis auf die Wurzeln, wenn sie schon blüht. They say that we should let them dry a bit, press them and use them with no bladder, no intestine. Ja, er sagt, man soll sie verwenden, wenn sie ein bisschen angewelkt sind, sie pressen und sie zu verwenden ohne irgendwelche tierischen Hüllen. Just put them in the soil and cover them of a fine layer of peat moss, I would say peat moss, to avoid too direct contact with the soil. Legt sie nur in eine Grube und deckt sie ab mit einer kleinen Schicht an Torf. Ich würde sagen Torf. Again in jars or in trains. Wir geben das wieder in Töpfe oder Cranes. Trains, also oder in Rohre. When we bury, now I put the torf around. Wenn wir sie eingraben, dann geben wir jetzt den Torf herum. And we leave that for a winter and a summer. Und wir tun das während eines Winters und während eines Sommers. Die Frage ist, ob diese Rohre nur abgedeckt sind mit Torf oder umhüllt sind mit Torf. I put some before I put the pots, and then I put some on the side and on top. So I try to make it all around. Also die sollen wirklich ummantelt sein vom Torf. For me, the fact that there's no animal envelope for this preparation means that there is enough strength in the plant, in a way. Für mich bedeutet die Tatsache, dass es in keiner tierischen Hülle umgesetzt wird, dass in der Pflanze selber genug Kraft liegt. Or that maybe there's not this need for this astrality around this plant. Ja, alles das sagt uns, dass wir vielleicht diese Astralität rund um die Pflanze nicht brauchen. But I also think this plant has a special relation to astrality. Aber genauso glaube ich, dass die Pflanze eine spezielle Verbindung zur Astralität hat. Look at what it is able to do on a soil that is heavily fertilized or not even fertilized, but that has a lot of raw manure. Schau dir an, was diese Pflanze tun kann mit Böden, die zu überdüngt sind oder die mit rohem Mist versorgt wurden. Now with the other preparations you have an organ. Mit den anderen Präparaten ist es so, dass du ein Organ hast. And each time you use the organ as a skin around, what's going to happen? Steiner verwendet dieses Organ als die Haut rundherum. I made a drawing The other day. Ich habe eine Zeichnung. When Steiner speaks in the second lecture of the organism, he says,
in an organism, there's not only streams going towards the outside. Steiner gesagt hat, im Organismus gibt es nicht nur Strömungen, die hinausgehen. There's also what is sent back inside by the skin. Da ist genauso das, was von der Haut nach innen strahlt. This skin is a limit that makes that what is inside can be an organism. Have their own kind of identity. Not identity, but fonctionnement. Diese Haut bewirkt, dass ein Organismus abgeschlossen sein kann und individuell sein in seiner Funktion. And when I put my pit moss around my nettle, maybe it is just this kind of skin that I'm creating. Wenn ich also den Torf rund um die Brennnessel als Hülle verwende, dann kann es sein, dass das die Funktion einer Haut. So I don't have the need for an animal or envelope, but I still want something to make a skin. Also ich habe keinen Bedarf einer tierischen Hülle, aber ich brauche nach wie vor eine Art Haut rundherum. I see very, very often that it's made in spring. Ich sehe sehr oft, dass das im Frühjahr gemacht wird. It's quite logical. If you want to harvest the plant at the flower, at the beginning of the flower, Das ist ziemlich logisch, wenn du die Pflanze während der Blüte ernten möchtest. and then you just want to dry it a bit and bury it, you will have to do that. It's usually May, June. Das ist normal, wenn du das also zur richtigen Zeit machst, wenn das gerade in Blüte ist und wenn es das leicht antrocknest, dann bist du eben Mai, Juni ungefähr. If you look carefully what's said in the course, Steiner says you will leave it a winter and a summer. Wenn du genau schaust, was Steiner im Kurs gesagt hat, dann wirst du sehen, er hat gesagt, man lässt es während eines Winters und während eines Sommers. And it means the whole year. Das heißt das ganze Jahr. The idea that Hugh Courtney brings on top of that Die Idee, die Courtney da einbringt, is that we should also harvest the nettle in autumn. ist die, dass wir Brennnessel auch im Herbst ernten sollten. Because what happens around Michaelmas is something very special in relation to the iron. Weil was rund um Michaeli passiert, ist in starker Konnektion, in starker Verbindung mit dem Eisen. And Steiner speaks somewhere about the qualities of iron in this Michaeli time. Also Steiner spricht auch einiges über diese Qualität des Eisens um Michaeli. And that what's happening in the sky with the meteorites. Das ist das, was sich im Himmel abspielt mit den Meteoriten. Has an impact on the quality of the iron in the human blood. Das hat auch einen Einfluss auf die Qualität des Eisens im menschlichen Blut. Would there be an impact as well on the quality of iron in the nettle? Wird das also auch einen Einfluss auf die Qualität des Eisens in der Brennnessel haben? Could be. Könnte sein. This man is interesting. Dieser Typ ist interessant. So there's still a lot of things to compare. Da gibt es noch einige Dinge zu vergleichen. Okay, the harvest. Die Ernte. So here is going down and here is coming up. You see that it took already a part of the leaves here. Da sieht man, wie er bereits einen Teil der Blätter mitgenommen hat. And at the end, you press and you take everything. Und am Ende drückt man zusammen und nimmt alles. And then you turn. Und dann drehst du es um. And if at the bottom of the plant you have yellow leaves or not beautiful leaves, you take them away. Und wenn du auf der Unterseite Blätter hast, die gelb sind oder nicht besonders schön, dann nimmst du das weg. That's the harvest and that's the drying. Das war die Ernte und das ist, wie es getrocknet. And that's how we press it in the jars. Und so pressen wir das in die Töpfe.
And that you press as much as you can. Und das wird gepresst, so viel wir können. Because when your jar is full like that at the beginning, when you come a year later, you have that inside. Weil wenn der Topf so praktisch randvoll ist und am Ende des Jahres bleibt dann nur mehr so viel über. But the humidity here, for example, I make it, if I bring water in a dried plant, I want to have to press quite fast, so that the water runs. Und wenn ich getrocknete Pflanzen habe, die ich wässere, dann drücke ich es gleich aus, damit das Wasser gleich wieder weggeht. I don't want to have it too full of water. Ich will es nicht zu voll von Wasser haben. Also bei den herbst geernteten Brennnesseln wird überhaupt kein Wasser hinzugefügt, weil die sind ja nur halb getrocknet. Während bei den frühjahrs geernteten muss man Wasser hinzufügen und das wird dann relativ schnell und stark ausgepresst, damit das Wasser gleich wieder weg ist. So you get it into the soil after, Michaeli? Yeah. It can be the day of Michaeli, it can be in the following week. Ja, also es kann am Michaeli-Tag oder in der Woche drauf sein. Okay, that's usually what it looks like when you take it out. Das ist normalerweise so, wie es ausschaut, wenn man es wieder rausnimmt. And it's not food anymore. Es ist nicht mehr sehr voll. But it's completely transformed and you have this black, shiny substance that is amazingly beautiful. Und es ist komplett umgesetzt und du hast diese schwarze, glänzende Substanz, die wirklich faszinierend ist. And okay, a bit more stem here. Ein bisschen Stängel sind noch drin. It is very colloidal, very fast. When you Es ist sehr schnell, sehr kolloidal. even here, this stem here, you take it and you lose the form straight away. Auch die Stängel, wenn du die nimmst und dann verlieren sie die Form sofort. So that's what it looks like afterwards. So schaut es also nachher aus. And that's now different qualities. Das sind verschiedene Qualitäten. Too much stem, impossible to get it colloidal. Zu viele Stängel, unmöglich es kolloidal zu bekommen. Steiner said take the entire plant. Steiner sagt, nehmt die ganze Pflanze. So don't tell it to anybody, but I think he might have been wrong. Sagt es nicht weiter, aber ich glaube, er könnte nicht ganz richtig gelegen sein. If I want to have it as a colloid, then with the stem, doesn't work. Wenn ich es wirklich kolloidal haben möchte, dann funktioniert es mit Stängeln nicht. So we still have to see the oak bark preparation, the dandelion preparation and the valerian. So, jetzt haben wir noch Eichenrinde, Löwenzahn und Baldrian. The oak bark preparation, 505. Eichenrinde 505. Made out of finely grinded oak bark. Wird aus fein gemahlenem Eichenrinde. Put in the skull of a domestic animal. Kommt in den Schädel von einem Haustier. You remember the exercise we made to understand the oyster? Die, was die letzten Tage da waren, wissen noch unsere Übung vom Austern. And how the oyster is able to manage the calcium process. Und wie sie mit Calciumprozesse umgehen können. To take the calcium in its environment and fix it, put it in the periphery to build something solid. Und wie sie Calcium aus der Umgebung fixieren können und einbauen. And how we have the same process, the same kind of process in the tree, in the oak. Und wie wir das gleiche Prozess in der Eiche haben. Now what's happening in the skull? Und wie ist es beim Schädel? We have the calcium process everywhere in the body inside. Da haben wir den Calciumprozess. Yeah, not the calcium process, sorry. The calcium is concentrated inside in the body. Und da ist eine hohe Konzentration an Calcium im Körper. In the bones, always inside.
in den Knochen, immer drinnen. Except here, the calcium is put around in the periphery. Bis auf oben, da ist es oben in der Also im Kopf. Peripherie, im Kopf. So I will have again here something of this nature. Process of calcium in the periphery in the realm of the plants. Und da habe ich das eben, da findet man das wieder im Pflanzenreich, With the bark of the oak in der Rinde von der Eiche. that is able to have up to 79% of calcium in the ashes of the bark. Es kann bis 79% Calcium in der Asche haben. And the process in the animal, so in the realm of in the animal realm, with the calcium also in the periphery in the skull. Und eben im Tierreich, beim Tier, findet man in der Peripherie des Kopfes auch viel Calcium. It's very interesting that it is the calcium that is in connection with this preparation, because this preparation, Steiner says, is supposed to temper too much etheric forces. Und da ist es eben interessant, dass jetzt Calcium in diesem Zusammenhang hergenommen wird, weil Rudolf Steiner beschreibt Calcium, die Fähigkeit von Calcium, dass es überschüssige Wuchskräfte dämmen kann. If you know about the pedagogic law, Also wenn ihr etwas über das pädagogische Gesetz wisst, yeah. The idea is that to solve a problem of astrality, it's by the individuality that you can do. also das pädagogische Hauptgesetz Rudolf Steiners führt eben aus, dass wenn man als Pädagoge auf zum Beispiel jetzt den Ätherleib des Kindes wirken möchte, dann muss man selber, also der Pädagoge muss mit seinem Astralleib arbeiten. Und wenn man auf das Astralische wirken will, dann mit dem Ich und so weiter. Also immer das nächsthöhere Wesen wirkt dann auf das untere Wesen. Perfect. Vielen Dank. And we develop in this preparation something that is especially linked, very strongly linked to the building of astrality. Und da haben wir etwas entwickelt, was ja ganz stark mit dieser Astralität zu tun hat. And we will use that to regulate an excess of etheric forces. Too much life in the plants. No, when there's too much life forces, then it finishes with fungal attacks. Also, und eben das bewirkt oder macht die Pflanze empfänglich für Pilzprobleme. Now, what do we do about astrality with this preparation? Und was machen wir mit Astralität bei diesem Präparat? I described the other day how the astrality could develop and the animality could develop by putting quite a few processes inside of a body. Also da habe ich eben beschrieben, dass Astralität ist Could happen because of the creation of an inside. Also konnte erst passieren, wo es eine Umstülpung gibt oder eine Verinnerlichung. And what makes the animal possible is the creation of this inside and the qualities get in. Also und I'm sorry, I have to say. Okay, we've seen the animal and that to be able to develop an astrality. Und dass es überhaupt zur Astralität kommt, das Tier, is because some processes are put inside. Ist, weil diese Funktionen und Prozesse verinnerlicht worden sind. And the creation of an inside has to do with astrality from the beginning. Und die Bildung von etwas Innerliches hat etwas zu tun mit dem aller Anfang. Already in the very beginning of the embryonic development. Also schon im Embryonalen. The cell development is like that. Die Zellentwicklung ist so. From a middle one to the periphery. Also von innen nach außen in die Peripherie. When from a cell the development starts being like that. Wenn die Entwicklung der Zelle oder von den Zellen
beginnt so zu verlaufen. I start having an inside Dann hat man eben ein Innen and an outside. und ein Außen. This is the beginning of the formation of an animal. Das ist der Anfang von einer tierischen Entwicklung. It has a name. Es hat einen Namen von Organbildung. Here we take an organ that has an inside. Also da haben wir jetzt ein Organ, was ein Innen hat. That has a relation with calcium. Das hat mit Calcium zu tun. Calcium, in all the calcium you can find on our planet, is related to an animal past. Also das ganze Calcium auf der ganzen Welt, was wir finden, hat einen tierischen Herkunft. Walter Kloos Walter Kloos says many things, nice things about this kind of stuff. sagt viel eben drüber. Can you write the name? And this animality, in a way, will come to regulate Und this. das Tierische, da werden wir Will come to regulate this. Supposed to come to regulate this etheric. Also das Tierische soll eben das Ätherische regulieren. We bury this skull in a place where rainwater will flow during the winter. Die Schädel werden dann genau dort eingegraben, wo über Winter Wasser drüber fließt. With a bit of plants in the water that break down. Mit so Pflanzenreste, die dann verrotten. Yeah, okay. That will create a kind of muddy atmosphere. Das wird dann so eine schlammige Atmosphäre machen. That is also to relate to the atmosphere when the calc appeared on Earth. The calc formation appears on Earth. Also das soll eben das nachbilden, was in der Erdenentwicklung bei der Bildung des Kalkes in der Erdenentwicklung herrschte eine Atmosphäre, die ja ähnlich sein soll wie diese sumpfige Atmosphäre. Okay. Same kind of atmosphere what we try to create here than what it was. Ja, ja. Okay. So we fill the skull and we put it in this place in autumn until spring. Also wir füllen dann den Schädel und geben es dann in diese Atmosphäre hinein, von Herbst bis Frühling. That is the harvest of the oak bark. Da ist unsere Erntemethode. We use cheese things Also da verwenden wir die Käsereibe, to have a very fine thing. um eine ganz feine Sache zu haben. And before that, we clean very properly the bark Und vorher säubern wir die Rinde ganz genau. with a metal brush. I try to get rid as much as possible as from of the moss and lichens. Also ich säubere dann die Rinde ganz gut mit einer Drahtbürste, um Algen und Flechten loszuwerden. During a long time, we thought it would be important to have old trees. Also früher haben wir gedacht, wir brauchen alte Bäume. But when we read Kolisko, Aber wenn wir Kolisko lesen, she has some extra information from Steiner. Sita hat da eine zusätzliche Information von Steiner. It's not in the course, but Steiner tells Kolisko that we should use bark from trees that are still grey. Also sie sagt eben, dass Rudolf Steiner ihr gesagt hat, dass wir sollen noch Bäume verwenden, die so gräulich sind. And lis, not Und glatt, smooth. yeah, smooth.
And that is not an old tree as the one we had before. Und das ist kein alter Baum. And is it different whether it's summer or winter oak? I harvest that just before making the preparations. Also September. Die Frage war So so, that there are two types of oak. Okay, the two types of oaks, I guess you have the same than we do. Both work. wir schätzen, dass die Frage lautet, soll es eine Stieleiche oder eine Traubeneiche sein? Und es kann also beide gehen. We put the question about which type of oak is something that now we try, we compare. We have from last year preparations from the two types, and we hope we manage to see something. Also es gibt jetzt eben einen Versuch dazu, eben diese gräuliche Eiche oder gräuliche Eichenrinde und die ältere Eichenrinde, und wir hoffen, dass wir dann Ergebnisse rausbekommen. We clean the skulls like that. Die Schädel werden so gesäubert. We put them in a barrel with some compost. Die kommen in ein Fass mit Kompost. The point is, from a legal point of view, you have to do that somewhere where it cannot release juice or whatever. Also von den Vorschriften her ist es so, dass man das eben da machen soll, wo keine Flüssigkeiten austreten können. And I don't want to work with fresh skulls that have still some meat and some fat around. Und ich will mit keine Schädel arbeiten, die noch irgendwas dran haben, Fett oder Gewebe. Because then I have substances that are rotting in a way that I don't think this is right for the substance we want to make. Also, weil dann habe ich Dinge, die dabei sind, wo ich nicht der Meinung bin, die sind wesentlich für diesen Prozess. I also know some places where they do like that, with Ich fresh skulls. kenne schon einige Orte, wo sie mit frischen Schädel arbeiten. Then we have one point in common. Eines haben wir gemeinsam. We don't have the results that we can expect following Steiner's indications in the course. Also da haben wir nicht die gleichen Ergebnisse oder die Ergebnisse, was Rudolf Steiner beschreibt im Kurs. If you look at the fifth lecture, you'll see that when he speaks about each preparation, he says a few words, not much, usually 2-3 sentences. Also wenn man den 5. Vortrag schaut, da merkt man, er redet jetzt zu den jeweiligen Präparaten nicht viel, so 2-3 Sätze. About oak bark, it's about 2 pages. Bei Eichenrinde 2 Seiten. Where he says that it will help to help the plant manage the problem of fungi. Also ich sage, das heißt, das Präparat soll die Frage der Pilzdruck regulieren. And I think about this preparation there is something still that we miss, that we don't do right. Und ich bin der Meinung eben, dass wir da irgendwas nicht richtig machen, dass wir da irgendwas verpasst haben. I see many things happening in the regulation of the nitrogen process with the use of nettle preparation. Ich sehe da einige Anzeichen, dass das Brennnesselpräparat eingreifen kann in die Stickstoffregulierung. I see many things in the regulation of the potassium process with the yarrow preparation. Ich sehe, wie Schafgabelpräparat Kaliumprozesse regulieren kann. And we know that with the valerian preparation we can bring phosphor. We don't know how, but you spray valerian on a tree and you have more phosphor in the pruning wood than on the rest. Also da sieht man zum Beispiel bei Baldrian, dass man Phosphor hinbringt. Zum Beispiel jetzt, wenn man Baldrian ausbringt bei Reben, sieht man dann im Schnittholz, dass da mehr Phosphor drin ist. So with this preparation, oak bark, there's something I'm sure we could do better. Also, there's something we miss. Also bei Eichenrinde sieht man, da tun wir irgendwas, also da fehlt irgendwas, da gibt es noch was zu tun. So, we will see what we discover in the future. Wir werden dann sehen, was wir in der Zukunft zusammenbringen. Wie lange braucht es, bis dieser Kilo so schön sauber ist? Im Sommer 1 Monat ist genug.
to get ready the skulls when months is really is sufficient in summer. When I get skulls in winter, they are not ready for spring. Need more time. Biological activity. So we fill the skull by this little opening. We work with horse skulls. Also wir füllen jetzt die Schädel durch diese kleine Öffnung. Ja, ja. Und wir arbeiten mit Pferdeschädeln. And Do you use them twice? no, I use them only once. Und die werden nur einmal verwendet. Die Frage war, ob man die jetzt einmal verwendet oder... Like all the organs, except the horns, I use them only once. Und die Antwort ist wie alle Organe, ich verwende sie nur einmal. And it's not difficult to find skulls. If it was a big difficulty, maybe I would think of the question, but I did not. Und weil Schädel so einfach zu bekommen sind, da ist es kein Thema. Sonst wäre es vielleicht zum Überlegen. So, that's what it looks like. So schauen sie dann aus. For example, a little thing. I don't close here. Also zum Beispiel da mache ich jetzt nicht zu. But when I look carefully at what Steiner says, and I don't remember anymore if it's in the course or in Colisco. Ich mache nicht zu, weil wenn ich jetzt das genau anschaue, was Rudolf Steiner sagt, ich weiß jetzt nicht, ob es im Kurs ist oder bei Colisco. He says you should close it with a bit of bone. Also er sagt, oder es wird so beschrieben, man sollte es mit einem Stück Knochen zumachen. Many people either don't close or close with clay or close with a bit of wood. Manche tun gar nicht schließen oder mit Holz oder Ton. Does that make a difference? Macht das jetzt einen Unterschied? Would we close completely with a substance that is right, something, this inner space? Say again? Would we close this inner space with a substance that is the right one? Würden wir jetzt den inneren Raum jetzt schließen mit den richtigen Substanzen? Colisco says it's important for the bladder, for example, don't cut it to fill it and then close it, but fill it by the right entrance. Also Colisco beschreibt zum Beispiel, dass man bei der Blase nicht aufschneiden soll, einfüllen und dann wieder zuschließen, sondern direkt durch die Öffnung. That the organ should be complete to make its work properly. Dass das Organ komplett sein soll, um richtig zu funktionieren. Maybe we make a mistake here, I don't know. Vielleicht machen wir da auch einen Fehler. So, blah blah blah. Water. We use rainwater, we make it run over the preparations. Wir verwenden Regenwasser, wir lassen es über die Präparate laufen. It's coming here. Da kommt es raus. I have a big tank for storing rainwater. Da habe ich dann einen Tank, um Regenwasser aufzufangen. And then it's going out over there and it goes through the flow forms to be cleaned. Es geht dann unten raus und unten fließt es dann durch eine Flowform, um es zu reinigen. And that's just to clean the water. Nur um das Wasser ein bisschen zu reinigen. Now the preparation is out of the skull. Jetzt haben wir das Präparat rausgenommen. So springtime, I open the skull with a Säge. Da im Frühling, da mache ich dann mit der Säge die Schädel auf. And that's a good reason not to reuse them. Und das ist eben ein Grund, die nicht wieder zu verwenden. So I want it fine like that. Ich will es eben so fein. Then we mix it with water. Dann wird es mit Wasser vermischt. And we fill the skulls. Eingefüllt. The finger and then this piece of wood here. Mit dem Finger und dann mit dem Stock. To make it really packed in the skull. Fest reingestopft. That's okay, springtime, opening of the skulls. Das ist jetzt Frühling. And we empty all that. Dann wird es ausgeleert. And that's what it looks like afterwards. Und so schaut es dann eben danach aus. I like to have it more humid than the one we've seen downstairs. Also es soll feuchter sein als das, was unten ist. Dandelion preparation. Löwenzahnpräparat. If you harvest at that stage, it will go to seed. In dem Stadion geht es sofort in die Samen. If you harvest at that stage, it's okay. So,
Ist okay. If you harvest in the afternoon, it goes to seed. Am Nachmittag geht es in die Samen. Harvest that in the morning. Oder wenn man das soll man in der Früh ernten. Okay, harvest at this stage gives that. Ernte in dem Stadium ergibt das. And that's not the process of the flower that we want. Und das ist nicht jetzt der Prozess, was wir haben wollen. That is the organ that we want to use. Das ist jetzt das Organ, was wir verwenden wollen. Mesentery. Mesentarium. Also das heißt Gekröse. Gekröse. here we add some water to the dandelion to put it in the right condition. Löwenzahn wird mit Wasser befeuchtet. And I make it rather like the chamomile. So wie Kamille. This is the wrong organ. Das ist Bauchfell. Das ist nicht das Richtige. So, English-speaking people, peritoneum. This one is wrapping the whole of the organs here. The other one, this one is wrapping only the intestine. So we separate that. And we fill that, we make little pillows, little bowls with that. Jetzt befüllt, wir machen so Taschen. You dry it before you use it, or you take it fresh? Yeah, when I can, I use it fresh, otherwise I dry it. Die Frage war, ob man jetzt Gekröse frisch verwendet oder getrocknet, und die Antwort war, ich verwende es gerne frisch, wenn es geht. Was auch schwierig ist, es ist auch gesetzlich irgendwie schwierig zu bekommen, und deswegen, ja. So that will be filled with fine compost as usual. Also das wird jetzt angefüllt mit feinem Kompost. That's what it looks like when we take it out. So schaut es aus, wenn es rauskommt. So dandelion preparation, forces of Jupiter. Löwenzahnpräparat steht in Zusammenhang mit Jupiterkräfte. Mesentery is the organ that is in relation with the liver. Mesentery is in relation with the liver. That is the organ of Jupiter. Und Gekröse steht in Verbindung mit Leber, und Leber ist das Organ von Jupiter. It is the place where what comes in the intestine is transformed. Inside the intestine it is grass. An der Stelle wird das Gras eben transformiert. Well, inside the intestine it is grass. Im Dünndarm ist es Gras. And what crosses the border of the intestine and the border of the mesentery, then it's a cow. Und was da übergeht ins Gekröse, wird Kuh. And for me, es wird Vincent. Und beim Vincent, also bei mir wird es dann Vincent. It's a very special place. It's a very special process that happens there. Es ist eine wichtige Schnittstelle. Es ist ganz wesentlich, was für ein Prozess dort stattfindet. Zu früh, richtige Stadium, zu spät. Too early, right, too late. So, yeah, the organ I'll show afterwards how to do. Plum, 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 we've seen all that. Yeah, it gives this beautiful substance that, as we said earlier, is a bit longer to transform than many others. Also da sehen wir das fertige Präparat, und wie ich schon erklärt habe, es braucht einfach länger, bis es wirklich umgesetzt ist. But you really can get the dandelion preparation to a colloid as well. Aber man kann wirklich auch Löwenzahnpräparat in einen kolloidalen Zustand bringen. It should be wet, sufficiently wet. Es soll feucht genug sein. A valerian preparation? Baldrianpräparat? We harvest the flowers like that. Die Blüten werden so geerntet. No green, only flowers. Also überhaupt kein Grün, nur Blütenblätter. And I've said yesterday, but everyone was not there.
I've spoken about the fact that you can make it pressed and it makes a dark juice with a strong smell. Ich habe schon gesprochen, dass man eben die Blüten pressen kann und dann ergibt es einen dunklen Saft mit von starkem Geruch. And that what I make is the Podolinsky way of doing. Und ich mache so wie Podolinsky. Nicht so wie Also Podolinsky, in der Art, is the way he developed. in der Art, wie der Podolinsky das entwickelt hat. And that means that once we have the flowers like that, we put them in a bottle. Also wenn wir mal die Blüten so haben, dann tun wir sie in eine Flasche. I fill the bottle to between 3/4 and 2/3. Also das ist die Flasche wird so zwischen 3/4 und 2/3 angefüllt. I fill that with good quality water. Mit Wasser guter Qualität. And I leave it half shade, half sun. Und dann lasse ich so halb Schatten, halb Sonne. For about 2 weeks. Für so ungefähr 2 Wochen. 2 to 3 weeks. 2 bis 2 weeks 3 is Wochen. usually okay. 3 Wochen ist meistens ausreichend. When it has a beautiful amber color, Wenn es hat so eine schöne Bernsteinfarbe. this one is ready. Das zum Beispiel ist fertig. So during a long time we used to hang it in the tree. Also früher haben wir es so, immer im Baum aufgehängt. I like the quality of what's happening there. Ich mag die Qualität, was dort stattfindet. Then now we make a minimum of 100 bottles per year. Und jetzt machen wir so 100 Flaschen im Jahr. And when there's suddenly a storm arriving, Und wenn es einen Sturm gibt, you run, you get all the things, you put the bottles safe. dann laufen wir raus und müssen alle Schnüre abschneiden und die Flaschen in Sicherheit bringen. So now I put them at the same place, but closer to the soil. Also jetzt kommen sie schon dorthin, aber eher am Boden. On years where there's less sun, I put more flour in the same quantity of water. Also in Jahren, wo es wenig Sonne gibt, da gebe ich mehrere Blüten in die Flasche rein. I make it more concentrated. Da mache ich es konzentrierter. What could be the ratio of water to the... What I just said. 2/3 to 3/4 of the bottle of flour. Plus flowers? Yeah, just that. And the variant preparation, we usually say 5 milliliter per hectare, 5 milliliter for 10 cubic meter of manure. Bei Biodyn sagen wir 5 Milliliter pro Hektar oder 5 Milliliter pro 10 Kubikmeter Kompost. But if it's strong, you can use less. Aber wenn es konzentriert ist, wenn es stark ist, dann kann man weniger verwenden. We also say 5 milliliters Pro per Hektar hectare or for 10 cubic meter of stuff to compost. It's actually supposed to smell in the water of stirring, so you don't need that much very often. Also das Wasser, wo das Biodyn-Präparat aufgelöst wird und gerührt wird, soll riechen. Put your Biodyn in, when it's finished, you filter it and put it in bottles that are full. Wenn das Biodyn-Präparat fertig ist, dann dann filtriert man es und gibt man es in Flaschen, die voll sind. It will avoid the problem of the bottle with the small opening that we've seen downstairs. Es verhindert dann das Problem, wie zum Beispiel unten die Flasche, The one that had a bad smell. also die Flasche wie unten, was ja ein bisschen so einen Geruch gehabt hat. It could be the kind of it's the kind of thing that happens when you have oxygen, is that it turns like that and it smells bad. Also das ist eben das, was passiert, dass es eben dann so kippt und dann hat einen schlechten Geruch. It can be something else, Es könnte etwas anderes sein, but that happens with this aber problem. das So ist eben üblich bei so. keep your bottles full and you can keep them for 2 years, 3 years. It's not a problem. Also wenn die Flasche voll ist, dann kann man das Präparat 2-3 Jahre aufheben, das ist kein Problem. For all the preparations to bury, Alle Präparate, die eingegraben werden, I try to keep quite a few meter in between each.
of them. Aha, da will ich eben beim Eingraben die ein paar Meter auseinanderhalten. But I also try to put them in some quite fertile place. Aber ich versuche sie dann in fruchtbaren Plätzen einzugraben. And protected from pollutions. Und geschützt von Verschmutzung. If your farm is big enough, you can put them in very different places. Wenn der Hof groß genug ist, dann kann man sie an ganz unterschiedliche Plätze eingraben. On my place there is no soil. Bei mir zum Beispiel gibt es ganz wenig Oberboden. The only place where we have good and deep enough soil is in the gardens. Der einzigste Ort, wo wir wirklich gute Böden haben, sind in den Gärten. So the preparations are buried in the garden. Und deswegen werden die Präparate im Garten eingegraben. And there is the distance between two will be something like from you to me. Und die Entfernung ist ungefähr so wie zwischen uns beiden. I don't like when they're too close. Ich mag nicht, wenn sie zu eng beieinander sind. Like, you see, So wie this man, each time I come too close to him, normally he goes to the other side. So wie wir gesehen haben heute, wenn ich jetzt an ihn zu nahe rankomme, dann flüchtet er auf die andere Seite. But now if we had to spend the whole winter like that, so close, Aber wenn wir den ganzen Winter so nahe beieinander verbringen müssten, it's not comfortable. es ist nicht angenehm. So, we can find the distance that is correct. Deswegen können wir eine angenehme Distanz finden. And I don't know what the distance is for the preparations. Und da weiß ich nicht, was diese Entfernung ist bei denen. But I like the idea that there is space around so that they each can be on their own. Aber ich habe schon die Vorstellung, dass sie irgendwo genügend Raum für sich brauchen. And that I want to put them in a good soil. That's also. Und eben, was ich sagen will, ist, dass man sie in einen guten Boden reingibt. So, now the rest of the presentation by Mr. Pierre Masson, my father. Und jetzt mein Vater, Pierre Masson. Also, ja genau, und jetzt mein Vater, Pierre Masson. All that is Biodyn. So this part here will take at both the intestine and the mesentery. Also von diesem Stück nehmen wir jetzt Dünndarm und Gekröse. This is, I don't know the name of it, but this is why we were not allowed for years to use these organs, because the prion from the mad cow diseases lives in there, if it is there. Also das ist jetzt der Grund, warum wir jetzt lange Zeit das nicht nehmen dürfen, weil, what kind? Ja, ja, because das Bakterium von BSC da drinnen ist. We cut bits that are not too big, because this is already quite a big one. Das nehmen wir jetzt nicht, das ist ein großes Stück. Doch, aber wir probieren etwas nicht zu groß zu haben. Wir Dann wollen ist nicht es sehr schwer zu arbeiten. Also wir nehmen jetzt nicht zu Okay. große Das war das. Stücke. Blam, 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 blam. Now we're taking the mesentery out, away. Jetzt nehmen wir das Mesentarium weg. And in between the two sides there is this little layer of blood vessels and the fat is there. Aha. Und eben dazwischen ist eine kleine Schicht, wo die Blutgefäße drinnen sind und Fett.
Now this is an easy one. It can be a bit more difficult than that. Also dieses Beispiel ist jetzt einfach, aber es gibt ja auch schwierigere. It has to be made warm, otherwise it's very difficult. Das soll warm sein, sonst ist es sehr schwierig. A part of the holes come from at the slaughtery when they check for the ganglions. Ganglions, like what you hear when Also manche Löcher sind bereits im Schlachthaus passiert, wo sie jetzt auf Drüsen probieren. The rest also because it came a bit too fast to take it out. Ja, und manchmal weil man einfach zu schnell gerissen hat. But here you have a proper mesentery. Und da hat man jetzt ein gutes Stück Gegröße. Very important, you have an inside and an outside. Aha, wichtig ist, dass man einen Innen- und ein Außen hat. The outside is completely smooth. Außen ist ganz glatt. In the inside, you have in the middle, there is like something doubled. Und innen hat man etwas, was so doppelt ist. And you feel that there is a difference in the. Und da spürt man, es gibt einen Unterschied auf der You see Oberfläche. here the fiber goes the other way. Also da sieht man eben, da geht ja. Here there's something. It's showing that you can take it apart. This double thing. Da sieht man eben, dass das Gewebe so Now we take übereinander ist. a bit of willow. Dann nehmen wir ein bisschen Weide. Aha, So you ein make Stück sure Weidenholz. you keep the inside inside. Und da schaut man, dass innen drinnen bleibt. You make sure the cat stays away. Und die Katze soll auch fernbleiben. We don't want to have bits where it's on itself, Es soll nicht überlappt sein. because otherwise it would rot. It would rot. It would. Also sonst würde es so verrotten. So this little bit, we don't want to keep it like that. Diese Scheil hier ist nicht richtig. genau, also das Stück da soll nicht so sein. Intestine. Jetzt die Gedärme. That's what's left after we take out the mesentery. Also wenn wir jetzt bereits das Mesentarium, das Gegröße entfernt haben, so schaut es dann aus. So here, be very careful. You want to separate both to get rid of this middle part. But if you come too close to the intestine, you make a lot of holes. Also da muss man eben ganz vorsichtig sein beim Schneiden. Man will eben das Innere wegschneiden, aber wenn man jetzt zu nah an den Darm rankommt, dann hat man Löcher und das ist natürlich blöd. And then it's really not fun to make the sausages. Genau, und dann wenn man die Würstel macht, dann ist das nicht lustig. When you have holes in an intestine, Wenn man Löcher im Darm hat, someone blows it, jemand blast es auf, and the other one comes like that. The guy is blowing here, and I go like that until I find what. And here you make a little. also dann tut man halt zu zweit aufblasen und dann kann man eben das Loch finden und zubinden, abbinden. Yeah, but it's the little trick to make it's easy. Ja, es ist ganz leicht dann herauszufinden. So you're allowed to use a compressor. Also man muss nicht mit dem Mund aufblasen, man kann natürlich auch einen Kompressor schneiden.
You see that it's clean. When we cut it, we just put a bit of water in to get rid of the stuff. Just quickly. Ihr seht, es ist relativ sauber. Wir haben jetzt nur beim Rausnehmen dann kurz mit Wasser durchgespült und fertig. This is mesentery that will be put like that. Okay. One point I didn't say. Each time I work with preparations, each time I have to touch the preparations. Of course, the cell phone is away, but I also don't wash my hands with soap. I ask the people who work with me not to put strong perfumes or stuff like that. Sometimes you have the visit of people who want to see the preparations and they smell like whew, and I don't take them in my cellar. Also etwas, was ich jetzt sagen möchte, ist, wenn ich jetzt mit Präparate arbeite, da wasche ich meine Hände ohne Seife und also die Menschen, die was bei mir arbeiten, die sollen jetzt nicht wirklich Parfüm verwenden oder wenn Menschen kommen und also Besucher kommen und die das anschauen wollen und sie riechen, da ist das ein Problem. Yeah. Ja. So, what is the true nature of biodynamic agriculture and specifically the preparations? Was ist die wahre Natur der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, insbesondere die Präparatearbeit? Those preparations that are the heart of the Also die farming. Präparate, die jetzt das Herzstück dieser Methode sind. They do not only play a positive role in soil improvement, plant behavior and in the quality of the resulting production. Die spielen nicht nur eine große Rolle in Bodenbildung, Pflanzenverhalten und die Qualität der resultierenden Produkte. They also act as principles of cytogenesis by creating health rather than treating disease. Die arbeiten auf Basis der Salutogenese und wollen Gesundheit erzeugen statt Krankheit behandeln. I think you can just translate straight away if you want. They play a regenerating, reorganizational role by creating a bond of the living with the stellar and planetary creative states. Die spielen eine regenerierende und organisierende Rolle und erzeugen neuen Zusammenhang, also zwischen dem Lebendigen und das kosmisch-schöpferische. Cosmic is the stars and the planets. Genau, also und kosmisch soll verstanden sein als Sterne und Planeten. They have a fundamental role in regard to the future and evolution of the Earth. Die spielen eine grundsätzliche Rolle in Bezug auf die Zukunft und Entwicklung unserer Erde. They can be seen as cosmetics for the face of the Earth, regenerating organs for this planet in an aging process. Die Präparate sollen als Heilmittel gesehen für die Erde. They confer forces to the Earth to continue its evolution towards the future. Die bringen Kräfte oder die fügen Kräfte der Erde hinzu, die die weitere Entwicklung der Erde helfen. The farmer that makes and uses the preparations metamorphizes the soil, plant and food and contributes to the creation of a new Earth. Die Landwirte, die diese Präparate machen und anwenden, die verändern den Boden, die Pflanzen und das Essen und die bewirken eine neue Erde. Ja, eine neue Erde. So to make and to use the preparation results of a path of consciousness and freedom. Das Herstellen und die Anwendung der Präparate ist Ergebnis, ein Erkenntnisweg aus Freiheit und Bewusstsein von Weingärtner, Gärtner und Landwirten. So that's what I tried to tell you, to share with you today. There is on one side a practical side, little precise things to do to make it work. Also das wollte ich eben heute vermitteln, dass es eine ganz stark praktische Seite gibt, dieser Arbeit, With very precise mit details ganz präzise Details, that make it work. dass das überhaupt ermöglichen, dass es funktioniert. But it's much more than that. Aber es passiert viel mehr. In our relation with
our work, our environment, im Zusammenhang mit unserer Arbeit, unserer Umgebung but also with our future. und Umwelt und auch unserer Zukunft. So, don't forget that the most important is do it. Also das Allerwichtigste, und vergiss bitte nicht, das Wichtigste ist, man muss es tun. Thank you for your attention. Danke.